Heute zeige ich dir ein einfaches Rezept für marokkanische Linsen. Gesund, sättigend und perfekt für den Alltag. Für das Rezept brauchst du 300 Gramm getrocknete Linsen, am besten 6 Stunden in Wasser eingeweicht oder noch besser über Nacht, 2 Tomaten, eine Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, 1 Teelöffel Salz, ein Viertel Teelöffel Pfeffer, einen halben Teelöffel Ingwer, einen halben Teelöffel Kurkuma, einen halben Teelöffel Kreuzkümmel, einen halben Teelöffel Paprika edelsüß, 1 Esslöffel Tomatenmark und jeweils 1 Esslöffel gehackten Koriander und Petersilie. Die Zutaten findest du auch alle in der Beschreibung. Das Rezept ist für 4 Personen, du kannst es also ganz einfach halbieren oder verdoppeln, je nachdem für wie viele Personen du kochst. Jetzt schneiden wir erstmal den Knoblauch, die Zwiebeln und die Tomaten klein und braten die dann in Olivenöl in einem Topf an. Die Linsen lassen sich auch super vorbereiten und schmecken auch am nächsten Tag noch sehr lecker. Ist also das perfekte Gericht, wenn du Zeit sparen möchtest und direkt für 2 Tage vorkochen möchtest. Ich persönlich versuche mindestens einmal die Woche ein Gericht mit vielen Hülsenfrüchten vorzubereiten, wie zum Beispiel dieser marokkanische Linseneintopf oder auch Lubia, das sind marokkanische weiße Bohnen oder auch gern mal eine deutsche Linsensuppe. Hülsenfrüchte haben viel pflanzliches Eiweiß, Ballaststoffe und Eisen, die sehr wichtig sind für eine gesunde Ernährung. Bei dem Eisen muss man noch hinzufügen, dass pflanzliches Eisen schlechter aufgenommen wird als das von Fleisch. Und deswegen füge ich immer gern noch Vitamin C hinzu, entweder durch einen frischen Salat, den man als Beilage isst, oder einfach Obst als Nachtisch. Jetzt geben wir erstmal etwas Olivenöl in einen Topf, erhitzen es und braten dann erstmal die Zwiebel und den Knoblauch an. Jetzt geben wir das Tomatenmark hinzu und schwitzen das an. Und dann kommen auch schon die Tomaten hinein und auch die Gewürze. Wenn alles gut miteinander vermengt ist, dann geben wir die abgetropften Linsen hinein und circa 1 Liter Wasser. In dem Video am Anfang hat man nur 600 Milliliter gesehen, aber ich habe zwischendurch noch mehr Wasser hinzugefügt, deswegen empfehle ich lieber direkt 1 Liter Wasser zu nehmen. Jetzt nochmal alles gut umrühren und dann bei mittlerer Hitze und geschlossenem Deckel circa 20 Minuten lang köcheln lassen. Währenddessen können wir schon mal die Petersilie und den Koriander klein hacken. Ich persönlich zupfe immer gern die Blätter von den Stielen,
aber wer möchte, kann natürlich auch direkt die Stiele mitverwenden. Früher fand ich Kräuterschneiden immer total lästig und hat lange gedauert. Mittlerweile finde ich die Aufgabe sehr entspannt. Zwischendurch sollten wir natürlich mal nach unserem Linseneintopf schauen und einmal umrühren, damit nichts anbrennt. Gegebenenfalls etwas Wasser hinzufügen. Wenn die Linsen durch sind, stellen wir die Temperatur noch weiter runter und lassen das Ganze noch mit geöffnetem Deckel köcheln, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Wir persönlich mögen etwas Soße, aber nicht zu viel, so dass man es gut mit dem Brot aufnehmen kann. Weil traditionell isst man nämlich den marokkanischen Linseneintopf mit der Hand mit Brot. Wenn alles fertig ist, geben wir die gehackte Petersilie und Koriander noch hinzu, rühren das Ganze um und dann wird auch schon der große Teller angerichtet. Traditionell isst die ganze Familie von einem großen Teller. Jeder nimmt sich ein Stückchen Brot, tunkt es in die Linsen und isst dann von seiner Seite. Wenn du keinen großen Teller hast, ist das natürlich kein Problem. Jeder andere Teller funktioniert hier natürlich genauso gut. Du kannst es natürlich auch mit dem Löffel essen, wenn du dich unwohl fühlst, mit der Hand und mit dem Brot zu essen. Aber ich empfehle es dir, einmal auszuprobieren. Ich hoffe, das Rezept hat dir gefallen und wenn du noch Fragen hast oder das Rezept vielleicht schon ausprobiert hast, schreib mir gerne in die Kommentare. Und wenn du Lust auf mehr Videos hast und leckere Rezepte von mir, dann folgt mir auch gern. Bis zum nächsten Mal.